Noch schnell die letzte Änderung. Die Kampagne muss raus. Der Kunde wartet bereits. Freigabe, Export, Upload. Die Anzeige ist online. Das Mailing verschickt, die Plakate gedruckt. Und dann merkt plötzlich jemand, das hätte niemals veröffentlicht werden dürfen. Viele kreative Freelancer und Agenturen denken, das passiert nur anderen. Dabei entstehen die meisten Schäden nicht durch große Katastrophen, sondern durch kleine Projektfehler im stressigen Arbeitsalltag. Deshalb setzen wir uns heute mit Versicherungsexperte Sascha Pömmel zusammen und schauen, welche Risiken Kreative besonders häufig unterschätzen. In Kreativprojekten läuft selten alles perfekt. Last-Minute-Änderungen, spontane Kundenwünsche, knappe Deadlines, das gehört irgendwie dazu. Aber wann wird aus einem übersehenen Detail eigentlich ein echter Schadenfall? Ja, das ist ja das Tolle. Ne? In Kreativprojekten geht ganz viel schief und meistens passiert gar nichts. Aber man kann halt ganz schnell was übersehen. Was sind denn so die häufigsten Ursachen? Ja, das ist so die klassische Bildrechtsverletzung, Urheberrechtsverletzung, mal eine Abmahnung. Das können aber auch Sachschäden sein, das können Cyberangriffe sein, da gibt es vielfältige Ursachen. Das heißt, weniger Ausnahmefälle und mehr Alltag. Ja, der Alltag ist tatsächlich gefährlich, weil in der Hektik wird halt schnell mal was übersehen und nobody's perfect, es gibt immer eine bestimmte Fehlerquote. Ne? Gehen wir mal zu den einzelnen von dir genannten Punkten ins Detail. Gerade im Kreativbereich arbeitet man ja ständig mit Bildern, Musik, Vorlagen oder anderem Content. Wie schnell wird daraus eigentlich ein rechtliches Problem? Ja, das ist einfach aufgrund der Frequenz und der Menge schon ein Riesenproblem. Ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn ich ein Möbelschreiner bin und baue einen Tisch für einen Kunden, dann sieht den nur der Kunde. Wenn ich eine Kreativagentur bin, dann stelle ich Hunderte, Tausende von Bildern ins Netz und die bleiben da auch. Und bei irgendeiner Suchmaschine werde ich die immer wieder finden. Und wenn ich halt bei einem keine Lizenz hatte, dann kann mir da schon was anbrennen. Und dann liegt plötzlich Post vom Anwalt in deinem Briefkasten. Genau so. Man ist erschrocken, denn dann ist man konkret mit der Situation konfrontiert, dass man sich eben juristisch auch zur Wehr setzen muss unter Umständen. Und das kann dann schon einschüchternd und teuer sein. Und was bedeutet das dann konkret für diese Person? Ja, Abmahnungen können natürlich zum einen sehr, sehr teuer sein. Zum anderen ist es so, dass man natürlich einen juristischen einen Zeitaufwand hat und letztendlich kann das auch zu einem Imageschaden führen. Zeitdruck gehört wahrscheinlich zu jedem Kreativprojekt dazu, oder? Ja, absolut. Es drohen Deadlines. Man möchte natürlich einen zufriedenen Kunden haben. Das gehört zu dem Business. Und an diesem Punkt wird es dann wahrscheinlich kritisch. Ja, klar. Wenn ich die Sorge haben muss, mein Projekt oder meinen Kunden zu verlieren, da werde ich dann schon alles tun, um die Deadline einzuhalten und dann vielleicht auch bei der einen oder anderen Aktion, Hochladen von Bild oder Einbinden von Musik mal ein Auge zudrücken und nicht erst nach der Lizenz lang suchen. Und wenn es dann doch mal auffliegt, was bedeutet das konkret für die Auftraggeber? Ja, es ist natürlich für die Auftraggeber äußerst ärgerlich, denn in den meisten Fällen wird es eben so sein, dass die Abmahnung beim Kunden im Briefkasten liegt und dann ist natürlich erstmal große Unsicherheit und natürlich auch das Verhältnis zum Kunden gefährdet. Und das kann dann wiederum auf den Freelancer oder das Unternehmen, das beauftragt wurde, zurückfallen? Absolut, also da sind natürlich auch große Imageschäden möglich. Ja. Und dann gibt es Dinge, mit denen niemand rechnet. Wie sieht es denn mit Sachschäden in der Medienbranche aus? Kann das zu Problemen führen? Ja, tatsächlich auch. Also spontan fällt mir da das zerstörte Kameraequipment ein. Geliehenes Kameraequipment, nicht das eigene. Wir reden ja von Haftpflicht, von Drittschäden. Aber man hat teures Equipment vom Kunden bekommen, um eine tolle Aufnahme zu machen und zerstört es. Das wäre so ein typischer Sachschaden in der Mediabranche. Viele denken wahrscheinlich gar nicht daran, dass so etwas schnell passieren kann, oder? Ja, da gibt es dann natürlich auch schon eigenwillige Konstellationen. Ich erzähle einfach mal einen Schadenfall aus dem Leben. Eine Mediaagentur möchte schöne Aufnahmen für ein Autohaus machen und setzt dazu natürlich eine Drohne ein, um schöne Aufnahmen von oben zu machen. Und die Drohne fällt dann auf ein teures Fahrzeug und beschädigt den Lack. Na, das ist dann schon nicht so ganz günstig, ja.
Klingt sehr ärgerlich. Damit hat dann vermutlich vorher auch keiner gerechnet. Gut, dass Sie zu dem Zeitpunkt bei uns dann offensichtlich schon versichert waren. Wie lief das denn dann so ab, als Sie sich bei uns gemeldet haben? Ja, also es ist ein ganz klassischer Sachschaden in der Mediabranche und das ist natürlich ein berechtigter Anspruch des Autohauses, also des Kunden, und sowas wird dann auch sehr zügig reguliert. Ja. Cyberangriffe sind natürlich ständig aktuell in den Medien präsent. Kann das im Kreativbereich auch zu einem Problem werden? Ja, absolut. Also abgesehen davon, dass die Cyberkriminalität einfach drastisch zunimmt, aber gerade im Mediaumfeld habe ich ja oft viele Kundendaten. Ich habe Zugänge von Kunden und das sind schon Risiken, wo es große Einfalltore für Cyberangriffe gibt. Also sollte man das auch mit bedenken, obwohl es laut Statistik jetzt nicht die größte Schadensquelle ist. Ja, und man muss natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Statistik. Es passiert selten was, aber wenn es halt passiert, kann es halt tatsächlich auch relativ teuer werden. Und gerade wenn halt dann zum Beispiel eine große Zahl von Datensätzen betroffen ist, Kundendaten, da macht es wirklich, wirklich Sinn, sich abzusichern. Da reicht dann manchmal wahrscheinlich nur ein Klick. Da reicht ein Klick, absolut. Ja. Die meisten Kreativen machen ihren Job mit Leidenschaft. Aber genau deshalb denkt man wahrscheinlich selten darüber nach, was passiert, wenn wirklich etwas mal schief läuft. Wie sichert man sich am besten für den Ernstfall ab? Ja, dafür haben wir tatsächlich speziell unsere Media-Haftpflicht, die genau auf die Bedürfnisse von Mediaagenturen, von Kreativen, von Freelancern abgestimmt ist. Ist so eine Versicherung für Medienschaffende dann eigentlich verpflichtend? Nein, aber wenn ich da ein Beispiel bringen darf, wenn ich heute mein Auto im Straßenverkehr bewegen möchte, dann bin ich verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Und ganz, ganz oft passiert eben nichts. Mit einer Mediaagentur oder als Freelancer bin ich nicht verpflichtet. Aber ich habe auch ein wahnsinnig hohes Risiko und es macht absolut Sinn, um mein Business hier vor finanziellen Schäden zu schützen, mich auch da Haftpflicht zu versichern. Das Risiko verschwindet ja nicht plötzlich aus dem Nichts. Und wie hilft die Versicherung dann letztendlich, wenn es zu einem Schadenfall kommt? Genau, wenn es denn wirklich ein Haftpflichtschaden ist, und es ist ja oft so, es kann jedem mal was passieren, dass einem irgendwas durchrutscht, dann wird natürlich der Schaden bezahlt. Aber was man auch immer bedenken sollte, man muss ja nicht einmal einen Fehler machen, sondern es genügt ja, dass einem ein Fehler vorgeworfen wird. Es gibt auch unberechtigte Abmahnungen, Anspruchstellungen etc. Und dafür ist dann der Abwehrschutz, also da wird einem dann ein Anwalt an die Seite gestellt, der Abwehrschutz in der Versicherung da, und so ist man dann rundum geschützt. Kreative Arbeit entsteht oft unter Zeitdruck und genau dort passieren die Fehler. Entscheidend ist nur, dass daraus kein finanzielles Risiko wird. Wenn du mehr über die Mediahaftpflicht von Exali erfahren möchtest, findest du alle Infos auf exali.de. Sascha, vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke. Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.